Moin Freunde aus Hamburg. Ja, Dennis wieder am Start, aka Fragrance Talk. Und heute zeige ich euch einen geilen Sommerduft. Den müsst ihr auf jeden Fall in der Sammlung haben. Und ich habe dieses Video ein bisschen nach hinten verschoben, weil eigentlich sollte das, glaube ich, letzte Woche kommen. Aber da hatte der gute Timo schon diesen Duft vorgestellt. Und da habe ich gedacht, okay, schieben wir es nach hinten. Und ja, das kann auch passieren, da seht ihr. Und ja, French Riviera von Mancera. Ja, schöner 120 ml Flakon zeige ich euch hier. Und darüber möchten wir heute mal talken, über diesen geilen Sommerduft. Oh, jetzt, warum ist der so gut und warum sollte der in jede Sammlung rein, beziehungsweise warum solltet ihr den Sommer tragen? So, Flakon habe ich schon erzählt. Schaut euch an, das sind 120 ml. Unten ist der Preis eingeblendet. Natürlich müsst ihr immer bedenken, das schwankt immer. Ich nehme den Preis, ich nehme manchmal auch den Hauptpreis und nicht irgendwie Preise, die runtergesetzt sind, weil das hilft mir nicht oder es hilft euch nicht, weil dann irgendwann wieder der Preis hoch ist. Deswegen immer den Preis, den ich aktuell sehe, wird eingeblendet. Und ja, schöner Flakon und ja, mit leichten Magnetverschluss hier. Nicht so gut wie bei Dior, da klappt das besser. Aber Fakt ist, geht ja um den Inhalt. Und der Inhalt ist sommerlich, cremig, ja, frisch, einfach an der französischen Riviera abhängen und die Sonne genießen. Ja, besser als hier eben, weil hier gibt's keine Sonne. So, Fakt ist, das ist ein Duft, der, wenn ihr den aufsprüht, dann habt ihr Zitrone. Die Zitrone ist aber schön cremig, als wenn so ein kleines, oder wie Zitroneneis, was ein bisschen Milch drin hat. Dadurch ist es nicht zu sauer, sondern schön eben, wie eben eingangs erwähnt, cremig. So, und dazu kommt eine schöne Ingwernote. Und das ist ganz wichtig in diesem Punkt und diesen Zusammenhang, beziehungsweise in der Kopfnote. Die Zitrone, Orange ist auch da, ja, aber der Ingwer. Und das macht diesen ersten Sprühstoß so richtig schön. Richtig schön. Wir reden hier natürlich nicht von einer Ingwernote wie bei Y, synthetisch, in the face. Ich finde den auch gut, den mache ich ab und zu gerne mal tragen, aber hier reden wir von wirklich, also ist es wirklich, ihr müsst euch die französische Riviera vorstellen oder überhaupt Strand, schöne Sonne, genau, Sonne, schönes Meer, dann habt ihr diesen Duft. Ohne den Eimer gerochen zu haben. So müsst ihr euch diesen Duft vorstellen. Es ist einfach genial. Und dazu kommt dann so ein bisschen was Blumiges nachher im Mittelteil. Und dann kommt natürlich auch noch Amber und Vetiver dazu. Vetiver ist hier natürlich nicht erdig, also keine Angst, weil das würde den Duft ein bisschen versauen. Das passt bei manchen Düften, aber nicht eben zu French Riviera von Mancera. Und ich muss auch immer wieder erwähnen, dass, oder fällt mir auf, dass bei Mancera oder dass Mancera sich gar nicht hinter Montal verstecken muss. Gar nicht. Dadurch oder da, wo, sag ich mal, Montal synthetisch ist, man kennt Montal über diese Synthetik, da ist das noch erlaubt im Nischenbereich, sonst sollte das eigentlich nicht so sein. Aber Mancera hat diese Synthetik nicht drin und macht es denn manchmal einfach besser, muss man sagen. Macht es einfach besser. Und die haben eben nicht immer Rose, Oud, Rose. Ne, ich habe nichts dagegen. Ich liebe das, Rose, Oud und so weiter, aber doch nicht in jeden Duft. Und das macht Mancera eben besser, finde ich. Und die Flakons sind natürlich auch ein bisschen anders. Ne? Aber es geht zurück zum Duft. Es ist ein Duft, der auf jeden Fall dann hinten raus noch salzig etwas wird. Also wir haben mehr Salz, haben wir hier auch. Also Orange, Zitrone, Ingwer, was blumig ist im Mittelteil, Vetiver, Amber und Meersalz. So, und einige andere Komponenten noch. Also das haben wir hier bei French Riviera wirklich schön sommerlich. So, und bevor ich den aber gekauft habe, habe ich mir gedacht, okay, habe ich sowas schon mal gerochen? Gibt es das schon in meiner ganzen Sammlung? Bei mir kann das natürlich vorkommen, weil ich sehr viele Düfte habe. Ihr wisst es. Deswegen muss man da ein bisschen Abstriche machen. Aber selbst ich, und deswegen sage ich zu euch, ihr solltet das zuschlagen, in meiner großen Sammlung, dieser Duft ist schon oder steht für sich, auch wenn es natürlich einiges vielleicht in diese Richtung gehen. Aber ich muss sagen,
Der macht Spaß zu tragen. Ich habe den letzten erst getragen, aber da war es natürlich 17 Grad, da geht auch noch in der Sonne, es ist ein bisschen wärmer inzwischen, aber wenn ihr richtig so im Urlaub, den können wir auch überall mitnehmen. Also wenn ihr in Urlaub fahrt, dann ist das ein sehr geiler Begleiter für den Strand, für den Sommerurlaub, für den Strandurlaub. All das, aber es muss natürlich schon ein bisschen wärmer sein und der macht dieser Duft Spaß. Zur Haltbarkeit, muss ich sagen, ist gut, aber ich kann das noch nicht so wirklich sagen direkt, weil es muss heiß sein. Und dann liegt es auch darauf an, wie die Haut ist, ob ihr schwitzt. Fakt ist, was ich jetzt gemerkt habe, ist er trotzdem 7 Stunden da. Das ist schon gut. Und auf den Klamotten, ihr sollt ja ein bisschen mehr lieber auf die Klamotten sprühen als auf der Haut, dann hält er bestimmt länger. Also für einen Sommerduft, sagen wir mal so, für einen Sommerduft ist das wirklich gut. So, da kann man auch nicht meckern und dementsprechend habt ihr alles. Vom Preis habe ich eingeblendet. Ich muss immer sagen, das sind 120 ml, Nische und so weiter und da kann man eigentlich gar nichts zu sagen. Außer den Duft jetzt hier hinzustellen und zu sagen, kennt ihr den? Was haltet ihr von denen? Habt ihr vor, euch den zu kaufen? Also wenn ihr einen schön erfrischenden, leicht blauen, cremigen, minimal fruchtig. Wenn man fruchtig sagt, ist das immer so, dann kann das immer umschwenken. Ah nee, fruchtig. Also es ist schon ein Meerduft. Es ist Meersalz drin, Meeresprise. Es hat nichts Aquatisches. Es hat einfach was zitrisch, orangiges, zitroniges, cremiges, frisches, blaues Meerwasser. So müsst ihr euch das vorstellen. Das ist French Riviera. Es passt einfach. Schönes Wetter, geiler Duft. Vielleicht auch noch hübsche Frauen und so weiter. Und dann habt ihr den Duft. Ja, schreibt mal runter, kennt ihr den Duft? Dann grünen Grüße raus an meine Mitglieder. Und dann würde ich mal sagen, ob der Sommer hier kommt, hier wird schon wieder kälter in Hamburg. Natürlich, der Norden. Aber was soll's. Ich würde mal sagen, ich bin raus und bis zum nächsten Mal.